Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Hier ist der Marc von dem YouTube-Kanal Marcos Welt. Ich bin hier mit auf der Brücke der USS Highlander. Vielen Dank, Captain Norrick, dass wir hier drehen dürfen. Lieber Robby, Gruß an dich. Und ich habe hier meine Freunde von der Starship Troopers German Division dabei. Damit ich ein bisschen freundlicher aussehe, nehme ich mal den martialischen Helm ab. Steffen, wie sieht es bei dir aus? Genau, mach das doch auch mal. Gut sieht's aus. Ja, hervorragend. Grüß dich. Also, schön, dass es geklappt hat, dass ihr hier seid. Und jetzt ist vielleicht nicht jedem direkt Starship Troopers ein Begriff, aber vielleicht hat man ja schon das ein oder andere Mal diese Rüstungen und Kostüme teilweise gesehen. Das Ganze basiert ja auf letztendlich dem Film von 1997 von Paul Verhoeven, Starship Troopers. Und was hat jetzt dich zum Beispiel fasziniert oder bewogen, dass du da sagst, ich mache jetzt was mit Kostümen oder mit Cosplay? Ja, das ist im Prinzip eine relativ lange Geschichte. So viel Zeit haben wir wahrscheinlich nicht, aber ich versuche es mal abzukürzen. Ja, gern. Also hat irgendwo vielleicht so 2013 angefangen, wo ich einfach mal meine Skills überprüfen wollte, ob ich handwerklich noch ein bisschen was bauen kann. Und früher, vor 30 Jahren, habe ich so Motorradhelme aus Polyesterharz gebaut. Und da dachte ich mir, du musst dir einfach mal was suchen, was du machen könntest, um zu probieren, ob du das mit den heutigen Methoden und so weiter noch hinbekommst. Also das war eigentlich der Start. Handwerkliches. Genau, handwerklich. Also, und dann habe ich irgendwie, weiß gar nicht, was der Grund war, hatte ich Starship Troopers im Kopf. Also es war klar, es sollte kein Motorradhelm sein, sondern ich wollte ein bisschen was Cooles haben. Science Fiction hat mir schon immer gefallen. Und so bin ich irgendwie auf diesen Helm von Starship Troopers gekommen. Und dann hattest du halt den Helm, den du dann selber designt hast. Genau, dann hatte ich den Helm. Dann wollte ich, dass das Ding auch irgendwie zu was Nütze ist. Also ich wollte das irgendwie praktisch einsetzen. Und da haben wir dann so verrückte Tests gestartet, haben das aufgesetzt, sind damit in Eiswasser tauchen gegangen, um zu schauen, ob es die Belastung aushält und so weiter. Also da ging es nur um den Materialtest? Ja, nur um den Materialtest. Aber auch ungefähr zur gleichen Zeit habe ich sportlich mit Trailrunning angefangen. So, was ist das? Trailrunning? Trailrunning, das ist im Prinzip Joggen durchs Gelände, durch Wälder, über Hügel, sowas. Ja. Also eben nicht auf der Straße, sondern ja, so ein bisschen Offroad, kann man sagen. Okay. So, und das Trailrunning, das war dann irgendwann, sagen wir mal, zu leicht oder nicht mehr Herausforderung genug. Und da habe ich den Hinweis von Kumpels bekommen, schau dir doch mal Hindernislauf an. Und dann habe ich mir diese Szene angeschaut und festgestellt, dass das eine ganz, ganz dufte Truppe ist oder damals war und die hatten die Angewohnheit, in Kostümen zu laufen. Also so Faschingskostüme? Ja, als Superman, als im rosa Tütü oder als Spider-Man oder so oder als Bräutigam, also ganz verrückte Sachen. So, und da dachte ich mir dann irgendwie, das wäre schon cool, also so als Science-Fiction-Soldat zu laufen, weil es ist was Hartes, es ist was Dreckiges und warum nicht genau das, was das visualisiert, eben diese Soldat, aber eben halt nicht Bundeswehr, sondern aus der Zukunft. Und ja, und da war ich dann irgendwie bei Starship Troopers. Und ab da ging dann halt diese Geschichte weiter. Also wir wollten dann eben als Team gemeinsam laufen, aber eben mit einer kompletten Ausrüstung und dann ging halt die Bastelei los. Der Helm war da, dann braucht man noch den Rest. Genau. Waffen natürlich nicht, weil das sind ja Sportveranstaltungen gewesen, ist klar. Aber so hat sich das dann immer weiter ergeben. Schlussendlich war es so, dass wir diese Veranstaltung irgendwie dokumentiert haben. Also das heißt, da waren dann immer Freunde dabei, die haben Videoaufnahmen gemacht. Und anschließend haben wir eben kleine Clips zusammengestellt, um unsere Events halt zu dokumentieren. Und die Events waren dann damals noch, das war noch alles nicht mit Cosplay in dem Sinne, sondern nur dieses Hindernislaufen. Das war eigentlich also wir
sind eine Truppe von Sportlern gewesen oder auch Verrückten oder wie auch immer. Also normale Sportler waren das alles nicht, also schon ein bisschen abgefahren, denen halt das normale Laufen so nicht reicht. So, und da war diese Szene eigentlich recht dankbar für sowas. Und das ist auch immer ein großes Hallo auf der Strecke gewesen, wenn die anderen Teilnehmer das auch erkannt haben. Ach, weil ihr seid die Starship Troopers und so weiter. Das war schon ein Hallo. Und insbesondere, wenn man eben so als Truppe auftritt. Und bei den Läufen war es ja auch üblich, dass man als Team läuft, sich gegenseitig hilft und auch gemeinsam durchs Ziel geht. Also man ist so schnell, wie der Langsamste ist. Aber jeder kümmert sich um jeden vom Team. Wir helfen uns gegenseitig über die Hindernisse. Und das ist halt auch wirklich dieser Teamgeist dabei. Ja, das ist auch irgendwie ziemlich viel dabei, was du ja dann nehmen kannst irgendwie in die anderen Bereiche, beim Kostümtragen, beim Cosplayen, auf Veranstaltungen und allem. Da habe ich ja auch ein paar Bilder gesehen und die sehen ja wirklich auch aus, als ob du auf einem Filmset oder eben in einem Hindernisparcours von einer Zukunftsarmee halt laufen würdest oder auch welche, wo ihr Leuten helft. Also nicht eurem Team, sondern anderen Sportlern, die da mitlaufen. Genau. Also das ist so üblich gewesen, dass man sich gegenseitig hilft, also Fairplay und so. Eigentlich eine ganz dufte Atmosphäre. Okay, und jetzt wart ihr also schon eine Gruppe, die da mitgelaufen ist. Ihr hattet jetzt die Kostüme, da würde ich gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Und jetzt, wie kam es dann dazu, dass ihr mal wirklich zu dieser, sage ich mal, Convention-Szene hier in Deutschland Anbindung gefunden habt? Genau, also da ist einer aus unserem Team gewesen, der Martin, und seine Kinder, die hatten Kontakt mit der Cosplay-Szene, also die kannten sich da aus, und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, du, da ist jetzt demnächst in München das allererste Mal eine Comic-Convention. Ja. Da müsstet ihr eigentlich hin mit den Kostümen. Ich so, ja, was? Comic-Convention? Ja, das ist Cosplay. Cosplay? Was ist Cosplay? Ihr kanntet den Begriff alle nicht? Nein, wir haben keine Ahnung gehabt von Cosplay. Aber er sagte uns, ja, das, was ihr macht, das ist Cosplay. Und dann haben wir uns erst einmal erklären lassen, was das soll, haben uns dann informiert über die Veranstaltung und die Veranstalter hatten sich dann eben auch gefreut, haben uns eingeladen, haben wir dann letztendlich einen Stand dort gehabt und wir waren erstaunt, diese völlig neue Welt für uns kennenzulernen und noch mehr Verrückte zu treffen, nur in anderen Kostümen. Da gab es dann auch Superman. Ja, da gab es auch Superman, die sind dann nicht rumgerannt, haben sich nicht im Dreck gerollt, aber im Wesentlichen waren das die gleichen Figuren, die man dann dort wieder getroffen hat. Und was habt ihr dann am Stand so alles, also ihr habt dann da die Sachen präsentiert, die Kostüme oder eben Requisiten, nehme ich mal an. Genau, aber was wir am Stand auch gemacht haben, also da unsere Leute prinzipiell quer verteilt über die gesamte Republik sind und wir uns nur ein paar Mal im Jahr treffen zu irgendwelchen Events. Deshalb nutzen wir dann solche Events quasi auch mit, um unsere eigene Ausbildung aufzufrischen. Das heißt also, ihr seid nicht einfach nur eine Gruppe, die schön am Stand steht und ansonsten gewissermaßen privat ist, das ist der Steffen oder jetzt die Laura oder so, sondern ihr stellt dann auch wirklich die Rollen oder die Ränge eurer Armee bei den Trupplern dar. Genau, und wir versuchen teilweise eben auch als Gruppe zu agieren. Also das heißt, wir schicken dann eben mal 2 Leute auf Patrouille, die anderen müssen Wachdienst machen. Dann zwischendurch machen wir mitten in den Leuten einfach mal Ausbildung, laut schreien, andrehen, stillgestanden, richt euch und sowas, rechts um, links um. Das muss man ja auch trainieren, weil das ist, wenn man es eine Zeit lang nicht gemacht hat, dann vergisst man das auch. Aber wir haben diese Rückmeldung vom Publikum auch bekommen, genau das wird honoriert. Eben dieses Agieren als Team.
Also wenn du irgendwo einen Starship Trooper siehst, der fällt eigentlich nicht auf. Ja? Das ist grau, der geht irgendwo als graue Maus unter. Aber wenn du mit einem Trupp von 10, die sich gleich bewegen, da fällst du auf. Und vor allem dann auch was machen. Genau, ne? Was machen. Ja, und dann versuchen wir halt immer so ein bisschen ein kleines Programm zu machen. Manchmal machen wir auch eine Bühnenshow, also wenn es hier so ein Cosplay-Content oder sowas gibt. Also für Wettbewerbe etc. Ja gut, also das heißt, im Prinzip kann man sagen, dass das Kostüm, hast du ja gerade gesagt, wirkt dann in der Gruppe durch das Spiel, was ihr auch bietet. Genau. Ja, das ist was ich immer prinzipiell bei vielen Kostümträgern, nenne ich es jetzt mal in Deutschland, auch eher vermisse, dass eben die Leute im Kostüm schön aussehen, aber sie selber privat sind. Und das findet so gesehen bei euch halt nicht statt. Ihr macht wirklich Cosplay, also Play, die Rolle, die Ausbildung und alles. Ja. Okay. Also bei uns hat auch jeder in der Gruppe einen anderen Namen, ja, also als Figur. Ja. Also mein Name ist zum Beispiel Captain Stevens und das ist das, was ich bei den Events verkörpere. Okay, und jetzt würde ich langsam gerne zu den einzelnen Teilen kommen. Wir haben jetzt bisher erfahren, dass es alles anfing mit dem Helm, dass du den nicht irgendwie abgeformt oder sowas hast, sondern der ist selber von dir so auch nach dem Originaldesign. Designt, genau. Also ein richtiges Modell gebaut aus Holz. Aus Holz auch noch? Aus Holz, ja. Das ist Holz, dann lackiert, gespachtelt, also in Form gebracht. Und davon dann abgeformt und dann repliziert fürs Team. Und der sieht ja jetzt auch so ein bisschen bespielt aus. Also da ist ja Dreck drauf. Das sieht wirklich aus wie im Film, um das mal einfach so zu sagen. Das ist hier bei all den Helmen und auch den Rüstungen so der Fall. Und das kommt eben dann daher, dass sie ja real bei diesen Hindernislaufen. Also in der Cosplay-Szene oder im Prop-Making nennt man das ja Weathering. Genau, verwittern. Also da wird hoher Aufwand künstlich reingesteckt, damit das so aussieht. Und bei uns, wir stecken diesen Aufwand eben nicht künstlich rein, wir ziehen das einmal richtig durch den Dreck und dann sieht es einfach danach auch richtig aus. Also das ist auch ein Grund, warum ich dieses Interview ja gerne mit eben dieser Gruppe habe, warum ich auch gerne mit der Gruppe was mache, auch vom Steffen selber meine Rüstung und Uniform und so weiter habe. Das muss man noch mal kurz einfach sacken lassen. Wie viele Leute können das von sich behaupten, dass sie nicht nur in ihrem Cosplay die Rolle darstellen mit Rüstung und Gestik, Mimik, dann Ausbildung auf der Convention, sondern dass sie das auch noch solchen Belastungstests unterziehen. Also ich habe ja mehrere Kostüme, wie ihr wisst. Ich gehe mit meinen ganz, ganz oft ja teuren Kostümen nicht so um, wie die Sachen, die dann du jetzt oder jetzt auch die anderen so herstellen. Wie ist das jetzt mit dem, jetzt wissen wir, wie das mit dem Helm gekommen ist. Die Rüstung, ich weiß ja, dass die halt beim Film auch problematisch war oder bei allen Filmen, dass die verändert wurde. Gibt es da irgendwie eine Anbindung? Also konntest du zum Beispiel Kontakt knüpfen zu den Leuten, die wirklich mit dem Film zu tun hatten und dich mit denen besprechen? Genau, also ich bin im Facebook bin ich auch in einer Gruppe, wo sehr, sehr viele Fans von Starship Trooper drin sind und in dieser Gruppe sind eben auch Leute von dem ehemaligen Team vom Filmset. Ja. So, und da habe ich zu einigen Kontakt bekommen. Also einerseits waren das Leute, die quasi als Betreuer waren. Also einen kenne ich, der hat eben am Set diese Rüstungen betreut, ein anderer hat die Waffen betreut. Auch haben wir Kontakt zu dem Art Designer, also der diese ganzen Entwürfe gemacht hat, also wirklich das gezeichnet, bis es dann als Filmrequisite umgesetzt wurde. Das hat ja auch nicht unbedingt jeder. Also ich zum Beispiel habe jetzt halt selber wenige Gruppen erkannt bisher, wo ich dann sage, hey, die haben damit zu tun, oder ich habe auch mal Leute angeschrieben, da war noch nicht so das Interesse da. Also bei denen ist es wirklich auch so nach jetzt über, was haben wir denn? 20 Jahre kann man sagen. Ja. Genau, dass die immer noch so irgendwie heiß drauf sind und mit euch als Fangruppe in Übersee vor allem einfach interagieren. Das ist richtig, ja. Aha. Also es gibt einige vom ehemaligen Team, die wirklich noch ein starkes Interesse haben, diesen Fandom eben oben zu halten. Ja, und das auch immer wieder befeuern. Wahrscheinlich steckt da auch so ein bisschen der Ehrgeiz dahinter, wenn wir uns jetzt mal mit dem Thema zum Beispiel Star Wars vergleichen, dann muss man ja sagen,
dass Starship Troopers doch mehr oder weniger nicht so bekannt ist, ja, schon eher eine Nische. Und da ist eben deutlicher Entwicklungsbedarf da. Und ich glaube, diese Motivation haben eben einige aus dem Team, um das da auch ein bisschen ein Stück weit voranzubringen. Okay, finde ich ja schön. Jetzt würde ich gerne kurz mal darauf eingehen, wie ich eigentlich da zu dem Ganzen kam. Ist vielleicht nicht uninteressant, denn wird wahrscheinlich, also ist ja bei euch allen hier, denke ich, genauso. Ich habe den Film gesehen und fand den toll. Jetzt bin ich Fan von dem Film und hätte gerne so ein Kostüm. Dann bin ich immer, das war so eine Standardantwort, drauf gekommen, wenn ich gefragt habe, ja, da musst du jetzt jahrelang dir alles zusammen, oh, das ist so schwierig daran zu, und da hast du nicht. Dann hatte ich zum Glück einen lieben Freund, der gesagt hat, ja, er kennt da mal so Leute, die stellen das halt unter anderem her. Und es gibt da so eine Gruppe. Und dann gab es auch euch schon so auf dieser einen Convention. Und so habe ich dann schlussendlich auch zum Steffen gefunden. Und dann war das gar nicht mal so dramatisch. Also wenn jetzt jemand kommt und halt sagt, ich habe Interesse, würdest du das auch für andere Leute machen? Ja, also wir helfen schon anderen, weil als Alternative, und dieses Problem hatten wir ja als Team, also ich meine immerhin ein Team von 10 Leuten, und bis dahin gab es als einzige Variante eben nur die Originalkostüme vom Team zu kaufen. Ja. So, und das kam für uns aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht in Frage. Also einerseits ist ein Originalkostüm natürlich sehr, sehr teuer. Also das kann sich nicht unbedingt jeder leisten. Also da sprechen wir, um mal kurz das aufzugreifen, von so einer Rüstung alleine $700-800 plus Zoll plus Gebühr plus, und dann habe ich nur die Rüstung. Ein Helm so 1200 oder sowas in der Drehe, genau. Also nur für den Fall, dass Leute das nicht so einordnen, was teuer in diesem Sinne bedeutet. Genau, und wir hatten ja auch spezielle Dinge damit vor. Ich meine, wir wollten es ja durch den Schlamm ziehen. Das machst du mit so einem Original. Ja, genau. Da blutet das würde wahrscheinlich ein bisschen wehtun, genau. Ja, und wenn dann was kaputt geht, also dann geht eine Investition kaputt. Das stimmt, und das war eigentlich der Grund, wo wir gesagt haben, ja, so geht's nicht. Also wir müssen das schon selber machen. Wir müssen es einfach herstellen fürs Team, und das war eben diese Aufgabe. Also da gab es natürlich eine jahrelange Forschung, wie man das einerseits bauen kann, wie es dauerhaft, also auch ein bisschen Belastung übersteht. Ich habe mir selbstverständlich das angeschaut und auch genau erklären lassen, eben von den Leuten vom Filmteam, wie die das gemacht haben und so weiter. Und die haben das nämlich sehr, sehr gut gemacht. Also das ist absolut durchdacht, auch wenn die das nur für eine kurze Zeit hergestellt haben. Aber sie haben es eben auch massenhaft hergestellt. Ja, das waren ja also es gab ungefähr 600, 700 genau solche Kostüme haben die hergestellt. Also das ist schon so eine Art halbindustriell gewesen. Und jetzt, damals. wenn ich mal hier unsere Trupplerin hier vorne so sehe, die hat ja auch Sachen an, die habe ich so in keinem Film gesehen. Und auch bei deinem Helm fällt mir ja schon auf, also im Gegensatz zu, ich habe jetzt hier, wie man ihn im ersten, zweiten und dritten Film sehen kann, den Helm an. Der hat jetzt hier so Klappen, das ist auch alles wunderbar. Beim Steffen ist es aber so, dass da halt ein Einschub ist, und das ist ja dann im Prinzip in diese Richtung Helm, den man so nicht kennt. Genau. Kannst du da mal drauf eingehen? Ja, also dieses Frontteil, das hat man vielleicht schon gesehen, und das ist quasi so, wie es aus den animierten Filmen von Starship Troopers ist. Also das ist Teil 4, 5. Und die tragen dort eigentlich eine ganz andere, ja, also die haben so eine eher Vollrüstung, es geht so ein bisschen in Richtung Iron Man mit Hut und so weiter. Und da habe ich mir überlegt, weil es aber so viele Fans von den Realfilmen gibt und die meisten Fans, die sich wünschen, dass es mal wieder was gibt, die wünschen sich auch, dass es ein Realschauspielerfilm ist. So, und da habe ich mir überlegt, weil ich aber den 4- und den 5er Teil auch cool finde, habe ich mir überlegt, ja, wie kann diese Verbindung sein? Und die müssen ja auch schon im ersten und zweiten Teil, müssen die ja auch schon irgendwie eine Art Schutz gehabt haben, eine Art PSA. Wie kann das ausgesehen haben? Also persönliche Schutzausrüstung. Persönliche Schutzausrüstung. Ja. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht haben die schon immer den Helm gehabt. Ja. Aber diese Teile, die sind halt irgendwo in den Taschen.
Und wenn die es brauchen, wenn die halt auf so eine Umgebung treffen, wo die das brauchen, dann ergänzen die einfach den Helm und dadurch kommen die zu dem Vollhelm. Und das Visier ist schon immer drin. Das hat man ja auch im ersten Teil gesehen, bei den sogenannten Tower Gunnern, die haben das Visier gehabt. Und so kann man sich vielleicht erklären, dass man dann doch zu einem Vollhelm kommt. Ja, weil im dritten Teil hat man dann zwar diesen Marauder gesehen, dieses Exoskelett, und das ist vielleicht so eine Art Zwischenversion. Okay, warum hast du jetzt aber eine andere Tarnung? Du hast jetzt ja so ein Digital-Tarnmuster im Vergleich zu meiner Variante jetzt oder der von den anderen. Wie kommt das? Das ist jetzt auch so der Übergang, weil genau das haben die beim vierten Teil Invasion auch gehabt. Also auf ihren Rüstungen haben die so ein bisschen angedeutet, dieses Ad Digital gehabt. Ja. Und da dachte ich einfach mal, wenn ich das schon auf dem Helm adaptiere, dann wäre es eigentlich konsequent, das auch noch auf die Rüstung zu übertragen. Und jetzt für mich so, als jemand, der auch Bock auf sowas prinzipiell hat und das gerne ja auch selber macht, da kann ich jetzt nicht mit der normalen, sag ich mal, Sprühdose rangehen, das irgendwie abkleben oder mit Acrylfarbe. Genau. Was für eine Farbe hast du genommen, wenn ich fragen darf? Das ist keine Farbe, das ist Druck. Also das ist, nennt sich Wassertransferdruck. Ja. Also wenn man den Begriff mal googelt, dann kommt man eigentlich dahin. Wassertransferdruck. Das ist schnell erklärt, man braucht eine große Badewanne, dort legt man eine Folie drauf, die quasi auf einer Trägerfolie ist, sprüht das mit einem Aktivierungsspray ein, das leitet quasi einen Zersetzungsvorgang dieser Trägerschicht ein und dann taucht man die Teile durch diese auf der Wasseroberfläche schwimmende Suppe. Und dann bleibt quasi dieses Muster drauf hängen. Also das bleibt da wirklich, mich beeindruckt es tatsächlich tief. Ich habe immer wieder Probleme auf solchen geschäumten Latexteilen und so weiter, teilweise Sachen richtig haften zu kriegen. Das bleibt jetzt wirklich auf der Ausrüstung so hängen. Ja. Okay, ich bin begeistert. Ich hab's dann natürlich teilweise auch noch ein bisschen fixiert, also mit mattem Klarlack. Ja, also normal aus der Dose aber. Genau, normal aus der Dose. Wunderbar, habe ich was gelernt, freue ich mich. Könntest du mir mal erklären, warum jetzt zum Beispiel, das ist ja Laura, warum Laura jetzt eine Maske auf hat und hier Carlos, der andere Truppler, den wir in der Ecke haben, nicht? Ja, also die Laura, die spielt jetzt gerade einen MP, also Militärpolizistin ist sie. Genau, und die haben wir so ausgestattet, also direkt im Film gibt es die ja auch nicht. Ja. Aber die haben wir so ein bisschen als Spezialtruppe quasi ausgestattet. Die haben normalerweise bei uns auch die Armbinde mit MP noch drauf und dann den schwarz abgesetzten Helm. Und die haben eben immer diesen Mundschutz oder ein Tuch davor. Also einfach um diese Anonymität, weil die haben ja spezielle Aufträge auch immer zu erledigen, wie zum Beispiel Vorgesetzte zu beschützen oder spezielle Missionen zu erfüllen. Also es ist im Prinzip wie bei fast allen Spezialeinheiten, soll es halt einfach nicht erkannt werden können. Genau. Okay. Und dann, was mir jetzt bei den German Starship Troopers, also muss es richtig sagen, der Starship Troopers German Division, das ist ja der korrekte Name, auffällt, das ist ja halt ganz nett, hier an den Ornamenten auch mal dann halt das im Prinzip ein deutsches Hoheitszeichen in Form von diesem Bundeswehrzeichen gibt und darunter aber ein QR-Code. Also ich habe ja hier ich auch einen am Ärmel, ja? Oder du. Und was kriege ich da, wenn ich scanne? Also das haben wir eben hauptsächlich für die Events, wo wir rein Walking Act machen, also wo wir keinen Stand haben, wo wir ständig also quasi durch die Massen laufen. Und dann haben wir immer das Problem gehabt, Visitenkarten oder sowas rausziehen. Und da hat man die Idee, weil das zu den Patches eigentlich cool passt, als Ergänzungspatch machen wir diesen QR-Code drauf. Und wenn die Leute bei uns vorbeikommen, können sie uns einfach mit dem Handy abscannen und kriegen dann eben gleich Facebook, Website und so weiter das ist ja schon direkt aufs Handy. Top, genau. Top. So dass wir keinen Papierkram mitschleppen müssen. Und groß weil in dem Kostüm jetzt groß in den Taschen rumsuchen, das wird dann auch immer schwierig. Das ist ja auch was. Wer auch Cosplayer ist, der weiß ja, man hat sein Kostüm und auch beim Reenactment und dann hat man keine Taschen. Superman hat keinen Platz für Visitenkarten. Denkt mal drüber nach. Batman auch nicht. Und das ist halt eine super Idee, finde ich, generell.
die ist total innovativ. Ich werde mir die vielleicht klauen. Ja, ja, weil die Leute haben sowieso die Handys ständig dabei, weil die fotografieren. Das ist eigentlich kein Problem, dass sie das mal abscannen. Ja, das finde ich halt schon ziemlich schick. Okay. So, was ich jetzt auch noch irgendwie ganz spannend finde, muss ich auch sagen, das wäre dann auch so langsam Richtung Abschluss, damit es mal nicht so lang wird. Wenn ich jetzt zu dieser Gruppe komme, das hat mich da tief beeindruckt, als ich mal mit war, in München war das, du hast ja immer irgendwie was vorrätig, um Leute, die jetzt sagen, ich habe Lust, ich will jetzt mitmachen, könnt ihr mir das ermöglichen? Dann ist es beim Steffen so gewesen, ja, hier, da hast du einen Helm, da hast du eine Rüstung, was ist deine Overall-Größe? Ja, also du hast ja wirklich immer was dabei. Wie viele andere Gruppen könnten, also kommen vielleicht auf die Idee auch erstmal gar nicht oder ist es nicht möglich, aber das, wie kam das oder wie schaffst du das? Ja gut, also wie schaffen wir das? Wir haben versucht, unseren Kram zu standardisieren. Also wir haben ja auch dieses Grauzeug, das ist eben nicht das aus dem Film, sondern wir haben überlegt, ja, wie können wir möglichst schnell jemanden komplett ausstatten. So, und da haben wir einfach Standardzeug, das ist wirklich von der Stange. Das ist original Bundeswehr, von eine Fliegerkombi, grau. Wird heute nicht mehr verwendet, also deshalb kann man es auch nur gebraucht kaufen, aber die gibt es halt teilweise noch, nicht in allen Größen. Und wenn man sowas anzieht, ist man eigentlich schon komplett ausgerüstet. Und den meisten Leuten fällt es auch nicht auf, dass es kein Zweiteiler ist, weil die sehen grau, die sehen Rüstung und da hört... Genau, ich brauche ja eigentlich dann bloß noch von dir den Helm oder jetzt auch noch die Rüstung. Ja, wunderbar. Und wenn man im ersten Teil von Starship Troopers mal schaut, zum Beispiel auf der Roger Young, wo die zerschossen wird, da sieht man die Techniker, die laufen in solchen Kombis rum. Also ist auch schon so artverwandt am Film dran. Ja, also ist zwar nicht von der mobilen Infanterie verwendet, sondern eher von der Flotte, aber... Das heißt drum. Den Unterschied machen wir hier nicht. Ne? Und, also um jetzt wieder darauf zurückzukommen, wie kann man das so schnell machen? Also, weil eben die Bundeswehr standardisierte Größen hat und dann, wenn man einfach ein paar Größen von den Graukombis hat, dann weiß man schon ungefähr, ach, der ist so groß wie, okay, das ist Größe 7. Wie zum Beispiel jetzt bei der Sonja Größe 7 oder bei dir wissen wir Größe 10. Genau. Das ist nicht mein tatsächliches Kostüm. Ich war so ein Irrer und habe mir halt natürlich aus dem Film welche geholt. Dazu mache ich mal ein separates Video. Aber das kann ja nicht jeder und dann sind wir auch dabei, will ich so viel bezahlen. Also das Schöne ist halt eben, dass es das dann auch als Kit und als Bausatz gibt. Das heißt, du baust das nicht immer für jeden fertig, sondern kannst auch sagen, mach doch selber, dann ist billiger. Ja, wie es heute ja viele Leute auf Etsy und anderen Portalen machen. Ja. Da würde ich gerne auch... Ja gut, wobei ich das jetzt allerdings nicht so... Also nicht ist nicht meine Hauptbeschäftigung. Also Steffen baut, um das richtig zu stellen, nicht für jedermann, der sich jetzt meldet und Bock hat, irgendwelche Sachen, sondern dann nur, wenn du Bock hast und nur für die Leute, die halt auch wirklich dann zum Beispiel in der Gruppe aktiv sind oder sich sonst irgendwie in der Form der Starship Troopers hervorgetan, würde ich jetzt fast gesagt haben. Also, weil unsere Hauptbeschäftigung im Moment ist immer noch der Fanfilm. Der Fanfilm. Kommen wir gleich einfach drauf, nachdem ich mal gefragt habe, was... Das ist jetzt im Prinzip von Optik, Design und allem, das hat mich am Film damals richtig begeistert, dieses Sturmgewehr, die Morita. So wie es ja auch die beiden schicken anderen Truppler hier haben. Wie komme ich an so eine denn ran? Also die kriege ich ja auch nicht überall. Manchmal gibt es ja diese Gummiversionen, die ich kaufen kann, wie es die Statisten hatten. Aber das ist ja auch endlich. Was da? Wie kriege ich das? Ja gut, also die haben wir eben für unsere Truppe auch gebaut und reproduziert. Also eben der übliche Weg, wie auch beim Helm, ein Modell gebaut, eine Form gemacht und dann eben reproduzierbar gemacht. Ist ja zum Glück auch ein bisschen leichter als jetzt die schweren anderen Gummiteile. Ja, ist also komplett hohl, ist aus Glasfaser, verstärkten Polyesterharz und deshalb eigentlich auch recht angenehm auf einer Convention zu tragen, weil man merkt sie fast nicht. Also die wiegen 1,5 Kilo. Die merke ich ziemlich leicht. Ja. Da habe ich schon ganz andere. Also die Sachen hier sind teilweise halt schwerer. Ja, das stimmt. Die Rüstung wiegt ungefähr 3 Kilo. Das ist auch noch ein verträgliches Gewicht, finde ich. Ja. Jetzt hast du noch den Fanfilm angesprochen. Was hat es mit dem Fanfilm auf sich?
Genau, Fanfilm sind wir seit 2016 dabei, Fanfilm zu drehen. Aktuell sind wir in der Endphase, also schon tief in der Postproduktion drin, teilweise noch 3D-Animation. Wird Juni 2022 wird er fertig. Und ja, wie sind wir dahin gekommen? Das war auch das knüpfte sich quasi an diese Dokumentationsfilme aus den Hindernisläufen ihr habt da schon Clips gemacht, genau. Und die dann, die erzählen vielleicht irgendwann haben wir uns gesagt, na gut, jetzt haben wir das ganze Zeug, vielleicht bringen wir mal ein bisschen Handlung rein. Und dann hatten wir zu allem Überfluss auch noch eine coole Location mal entdeckt. Und von einem Veranstalter, wo wir dort waren, sind wir dann halt darauf hingewiesen worden, ja, also wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr euch beeilen. Und das war 2016, weil das Ding, das wird jetzt verkauft und danach können wir dann nicht mehr rein. So, und das war unser Trigger, da haben wir dann angefangen und das eben seitdem dann Stück für Stück versucht zu komplettieren. Nun muss man auch dazu sagen, wir sind ja keine Filmleute. Ja. Wir haben gar keine Ahnung davon oder hatten keine Ahnung und mussten einfach über die Jahre Stück für Stück das alles lernen. Was ist eine Kamera? Was bedeutet Licht? Wozu braucht man Audio? Ist es überhaupt wichtig? Was ist Color Grading? Was ist Cutting? Was ist Postproduktion? All das mussten wir Stück für Stück über die Jahre lernen und erst uns an die Thematik ranarbeiten. Aber jetzt inzwischen sind wir so weit, dass wir da schon durchaus ein Ende sehen. Wie lang wird der Film dann ungefähr gehen an Laufzeit? Der wird ungefähr 40 Minuten. 40 Minuten? 40 Minuten, ja. Es ist jetzt eigentlich schon die Grenze, wo man fast nicht mehr von einem Kurzfilm sprechen kann. Das ist, glaube ich, so genau diese 40-Minuten-Grenze. Da weiß ich es auch nicht. Ich ziehe ja nur Kostüme an. Ja. Ab und zu mache ich was auf YouTube und sehe gut aus. Da habe ich keine Ahnung von. Müsste ich jemanden fragen, der sich auskennt. Also angetreten waren wir eigentlich, einen Kurzfilm machen zu wollen. Aber ich glaube, es ist fast schon ein kurzer Featurefilm. Da machst du einfach 20 Minuten und dann machst du irgendwann in 3 Jahren den Snyder Cut, Himmelrot und dann geht das wieder. Ja, also so macht man das doch heute. Habe ich gelernt. Okay, ja, sehr cool, sehr schön. Also es hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass wir jetzt mal ein Interview hinbekommen haben, dass wir alle auch mal jetzt die Kostüme hier vorführen können. Freut mich sehr. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch allen, dass ihr da seid und wir uns jetzt so schön hier treffen konnten. Ja, und auch vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit nehmen konntest, dich mit uns zu unterhalten. Ja, also, wenn euch noch mehr interessiert, ich werde unten verlinken, wie ihr zu Steffen und der Gruppe der Starship Troopers German Division kommt. Und da könnt ihr dann auch gerne eure Fragen an ihn richten, wenn noch was ist. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao.